erste Rennen dieser Saison fand bereits Mitte April in Lambrechten in Oberösterreich statt. Veranstalter war der SCC Grünthal, das ist der Verein, für den wir in Österreich fahren. Hier in der unverbauten Klasse bis 1300 Kubik Nummer 34 Johann Mölzl. Er hat bereits Schwierigkeiten mit seinem Fahrzeug. Und die Startnummer 28 Christian Walzer auf Lancia 1300. Christian, der 16 Jahre alt ist, fuhr hier sein erstes Stockfahrrennen. Er hatte etwas Pech und fiel bereits in der 4. Runde aus. Im Lauf bis 1700 Kubik umverbaut, die Nummer 37 Xaver Gerl auf Renault 20, Nummer 322 Elisabeth Schmidt unter den Herren und Nummer 39 Max Mölzl auf Fiat 131. Und am Ende des Feldes Nummer 40 Johann Judimann. Beim Start Nummer 37 Xaver Gerl noch vorne und dahinter Nummer 322 Elisabeth Schmidt in arger Bedrängnis. Nummer 39, Max Mölzl, der sonst nur mit Audi 100 und Frontantrieb fährt, hat hier noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem ungewohnten Heckantrieb. Belegte aber am Ende Platz 4. Und Nummer 40, Johann Judimann, in Aktion. Er war am Ende 5. Klasse über 1700 Kubik, Nummer 32, Berwig Haller auf VW 411. Und die Nummer 27, Heinrich Walzer auf Audi 100. In Österreich ist die Punktewertung ein bisschen anders als bei uns. In den Klassenläufen können die Fahrer nur Punkte für die Einzelwertung der Landesmeisterschaft erringen. Erst in den Tagessiegerläufen werden die Punkte dem einzelnen Verein gutgeschrieben. Berwig Haller übernahm in der 4. Runde die Führung. Nummer 114, ein Fahrzeug des Vereins aus St. Martin. Sie waren die vorjährigen Landesmeister und somit unsere Erzrivalen. Und hier steht bereits Berwig Haller. Er war in der 9. Runde ausgefallen. Und auch Heinrich Walzer hatte, wie man sieht, keine Chance mehr auf die vorderen Plätze. Ordnungslauf Nummer 34 Johann Mölzl, Nummer 28 Christian Walzer. Hier verdeckt Elisabeth Schmidt. Und hinter dem Feld Nummer 32 Berwig Haller. Nach dem Start Johann Mölzl vor Christian Walzer. Christian Walzer belegt am Ende den 2. Platz, wird aber disqualifiziert, weil er die Bahn mit allen 4 Rädern verlassen hat. Johann Mölzl hier noch in Führung, fällt in der 6. Runde aus. Berwig Haller bereits arg mitgenommen. Nummer 40 Johann Judimann. Der Endlauf in der unverbauten Klasse, Nummer 39, Max Mölzl als einziger Teilnehmer unseres Vereins. Max Mölzl hält mit seinem Fiat recht gut mit und belegt am Ende Platz 4. Das bereits der letzte Lauf, der Damenlauf, mit der Nummer 39, Brigitte Haller, mit dem Fiat von Max Mölzl. Sie zeigt, dass sie auch mit einem Heckantrieb gut umgehen kann und belegt Platz 2.
Wie immer sind unsere treuesten Anhänger sogar in Österreich dabei. Und früh übt sich, was er mal ein Meister werden will. Vielleicht im Jahre 2002, da wird er nämlich 18. Obviously, I'll fall heavily. I see those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's Als Zuschauer dabei Albert Winker, einer unserer besten Fahrer vergangener Tage. Im Juniorlauf, den Lauf der Stockerneulinge, starten für unser Team 4 Fahrer. Nummer 374 Martin Schneider auf Audi, Nummer 90 Otto Haas auf Granada 2,6, Nummer 86 Kurt Feigl, ebenfalls auf Granada, und Nummer 75 Johann Friedberger Junior. Otto Haas, wohl einer der besten der Neulinge, hatte sein Fahrzeug optimal hergerichtet. Mit frisiertem Motor, Differentialsperre und Gasdruckstoßdämpfern erreichte er am Ende Platz 2. Lohn für harte Arbeit. Meisterschaftslauf in der unverbauten Klasse. Eigentlich reine Formsache. Denn als Titelverteidiger hatten wir 3 Teams im Rennen, die 1984 nicht unter den besten 30 waren. Nummer 80 Herwig Haller, er fällt bereits in der ersten Runde aus. Nummer 371 Franz Kerschensteiner. Nummer 370 Albert Finzel. Und Nummer 83 Max Mölzl. Und Nummer 91 Heinrich Walzer. Franz Kerschensteiner, Heinrich Walzer, Albert Finzel, Max Mölzl. Aber wie schon immer, wenn wir leichte Gegner im Rennen hatten, dann lief bei uns gar nicht. Mit Mühe und Not konnte Heinrich Walzer noch den 4. Platz erringen. Das war ein Punkt für die Meisterschaft. Im Rahmenprogramm Nummer 368 Stefan Lichtinger. Hier hat er nochmal Glück. Aber dann erwischt sie ihn doch. Der Meisterschaftslauf in der verbauten Klasse. Hier erwarteten wir mit Spannung die Eigenbauten der Tages. Sie hatten, nachdem Herbert Maas im letzten Jahr mit seinem zweimotorigen Fahrzeug so erfolgreich war, ebenfalls 2 zweimotorige Fahrzeuge aufgebaut. Jeder hatte 2 3,5 Liter Mercedes-Motoren, also über 400 PS eingebaut. Hier Nummer 101 Josef Moser Senior, dahinter Konrad Schweiger und Herbert Maas und Werner Maas. Denn Konrad Schweiger wurde Dritter, Herbert Maas Zweiter und gewonnen hat diesen Lauf nicht eines der Superautos der Familie Moser, sondern das 8 Jahre alte, aber immer noch schnelle Auto von Johann Sachsenhaus. Und hier bereits der Meisterschaftslauf der Damen. Vorne Nummer 1536 Elisabeth Schmidt auf Audi 100. Auch unsere Damen waren als Titelverteidiger und damit als Favoriten in dieses Rennen gegangen. Sie zogen sich durch einen 2. Platz von Christine Bucher so gerade nochmal aus der Affäre.
Rennendlauf des Rahmenprogramms erreichte Brigitte Haller Nummer 80 ebenfalls einen zweiten Platz. Der umso beachtlicher ist, da Brigitte Haller nach einer zweijährigen Pause zum ersten Mal wieder am Start war. Nur noch 5 Fahrzeuge waren im Endlauf der verbauten Klasse am Start. Vorneweg Nummer 87 Herbert Maas, dahinter Werner Maas und daneben Nummer 107 Johann Sachsenhauser von den Tauis. Herbert Maas konnte diesen Lauf gewinnen und Werner Maas wurde Dritter. Für die deutsche Meisterschaft, bei der die 2 besten Ergebnisse eines jeden Fahrers am Renntag zählen, waren das wichtige Punkte. Endlauf in der unverbauten Klasse. Für uns auf Start Nummer 90 Otto Haas und Nummer 80 Brigitte Haller. Wie man bei diesen Bildern schön sehen kann, verlangte der felsige Untergrund das letzte vom Fahrzeug und Fahrer. Brigitte Haller behauptete am Ende unter den Herren Platz 5 und Otto Haas wurde Dritter. Für ihn war es bereits der zweite Pokal beim ersten Rennen. Otto bei der Siegerehrung. Im Dreiersrennen, bei dem es also nicht um Meisterschaftspunkte ging, fand bei herrlichem Wetter in Geisenfeld statt. 374 Martin Schneider. Nummer 90 Otto Haas, Nummer 86 Kurt Feigl und dahinter Nummer 75 Johann Frimberger Junior im Juniorlauf. Martin Schneider führte bei diesem Rennen bis in die 8. Runde, fiel dann aber leider aus. Otto Haas setzte seine Erfolgsserie auch hier fort und holte mit dem 2. Platz beim 3. Start seinen 3. Pokal. Johann Frimberger, er verlegte sich mehr aufs Crashen. Und hier die im letzten Jahr neu geschaffene Superklasse. Hier dürfen nur Autos über 100 PS starten und seit heuer sind auch Eigenbauten erlaubt. Crashen ist in diesen Rennen nicht erlaubt. Das Augenmerk aller lag auf diesem Eigenbau von Bodo Weich. Dieses 800 Kilogramm leichte Kraftpaket hat 280 PS unter der Haube. Aus für Bodo durch Achsbruch. In der verbauten Klasse startet nach langer Pause wieder einmal Walter Schweiger mit seinem Eigenbau.
Mit dabei Herbert Maus, Nummer 87 und Lothar Weiß. Bereits in der ersten Runde kam das gewaltsame Aus für Walter Schweiger, verursacht von Josef Moser Senior von den Taunus. Herbert Maus fiel in der zweiten Runde aus und gewonnen hat diesen Lauf Lothar Weiß mit der Startnummer 81. Okay. Hier im Bild. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erwarten im Lauf 9 nochmal einen Lauf der verbauten Klasse. Startberechtigt sind auch hier alle Fahrzeuge aus dem Lauf 5. Sieger des Laufes 8 der Klasse Superklasse drehen ihre Ehrenrunde. Auch diesen Fahrern gebührt wieder kräftiger Applaus. Der Endlauf in der verbauten Klasse. Nummer 87 Herbert Maus. Nochmal die Bitte ans Fahrerlager für die Lauf 11 und Lauf 12. So, die Herren der verbauten Klasse geben sich nochmal herzlich ein. Hoffe natürlich auch für die verbauten Klasse, dass Sie jetzt Bei diesem Dreher verspielt er seine Führung und wird am Ende Zweiter. Gleich zu Beginn der Meisterschaftslauf in der unverbauten Klasse. Vorneweg Nummer 83 Max Mölzl. Und die Nummer 91 Heinrich Walzer. Bei diesem Lauf ging es bereits um die Katz, denn mit einem Punkt aus Bayern hieß es hier kräftig zulangen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Mit von der Partie bei diesem Lauf war noch das Kreische München dort, ebenfalls ein sehr starkes Team. Bei uns noch dabei Nummer 76 Johann Judimann, Nummer 80 Herwig Haller und Nummer 370 Albert Finzel. Durch den zweiten Platz von Heinrich Walzer und den dritten von Albert Finzel kamen wir in der Meisterschaft vom 13. wenigstens auf dem 7. Platz vor. Aber Hoffnungen auf einen Titelgewinn machte sich von uns keiner mehr. Das Aus für Max Mölzl. Nummer 80 Herwig Haller. Meisterschaftslauf der Damen. Dabei Schmidt Elisabeth, Christine Bucher und Petra Lermer. Hier macht Petra ihren ersten Überschlag. Sie kann aber Gott sei Dank weiterfahren.
1935 Elisabeth Schmidt gewann diesen Lauf und damit übernahm der SCC Grünthal in der Damenklasse die Führung. Der Meisterschaftslauf in der verbauten Klasse. Vorne Herbert Maus, dahinter Werner Maus und Walter Schweiger. Herbert Maus, der bereits die Trainingsbestzeit gefahren hatte, gewann diesen Lauf und Werner Maus war die Dritte. In der verbauten Klasse übernahmen wir damit ebenfalls die Führung. Konrad Schweiger. Nummer 81 Lothar Weiß. Wie man hier gut sehen kann, sind die Rennen in Teissing immer eine staubige Angelegenheit. Und es wäre nicht das erste Mal, wenn jemand wegen schlechter Sicht die Bahn unfreiwillig verlässt. Lauf des Rahmenprogramms in der unverbauten Klasse. Am Start die Nummer 88, Saison. Die Nummer 375, Franz Brucke. Er wurde in diesem Lauf Zweiter. Wieder ein Blick auf unsere Zuschauer. 280 und 451. Unser treuerster Fan, Josef Mölzl, ist schon ein bisschen müde. Der Damenlauf, Nummer 80, Brigitte Haller. Brigitte Haller zeigt auch im zweiten Rennen nach ihrer Zwangspause, dass sie nichts verlernt hat und gewinnt diesen Lauf. Winke, winke, Mama. Endlauf in der verbauten Klasse. Vorneweg Nummer 87 Herbert Maus und dahinter Konrad Schweiger. Er fällt nach diesem Überschlag bereits in der ersten Runde aus. Mit dabei Nummer 81 Lothar Weiß, er wird am Ende Vierter. Den
Laufgewinn wieder Herbert Maas, der damit seinen dritten Sieg in Teissing erringt und mit dem trainingsschnellsten Pokal 4 Pokale mit nach Hause bringt. Hier auf der schnellen Teissinger Bahn kommt ihm natürlich die Kraft seiner 2 Motoren voll zugute. Und hier auf dieser langen Geraden, die auch noch etwas bergab hängt, erreicht er gewiss eine Geschwindigkeit knapp über 100 Stundenkilometer. Der Endlauf in der unverbauten Klasse, vorneweg Nummer 91 Heinrich Walzer. Mit dabei Brigitte Haller und Franz Brücke. Heinrich Walzer führt von Beginn an und gibt die Führung bis ins Ziel nicht mehr ab. Für ihn sind das wichtige Punkte für die deutsche Meisterschaft, für die die 2 besten Ergebnisse des Tages zählen. Nummer 375 Franz Brücke. Der dritte Meisterschaftslauf in Hüttenhausen, hier die verbaute Klasse. Konrad Schweiger schaltet gleich in der ersten Runde unseren ärgsten Gegner Johann Sachsenhauser von den Tagels aus. Nummer 99 Angelo Desiato von den Tagels. Werner Maas gewinnt diesen Lauf, Konrad Schweiger wird Zweiter und Herbert Maas Vierter. In der Meisterschaft der verbauten Klasse waren wir damit 5 Punkte vor den Tagels. Die unverbaute Klasse, vorneweg Nummer 91 Heinrich Walzer mit Trainingsbestzeit. Mit im Lauf in den leichtblauen Autos das Jura-Team aus Ballengries. Sie waren 1984 Vizemeister in der unverbauten Klasse und deshalb sicher ein ernstzunehmender Gegner. Da es in diesem Lauf immer noch darum ging, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren, hatte sich Herbie Kaller extra für das Jura-Team einen großen Citroën hergerichtet. Der Citroën war am Ende zwar kaputt, aber mit Heinrich Walzer auf dem ersten Platz, Albert Künstler auf dem zweiten und Johann Melchler auf dem dritten Platz, war unsere Mannschaft plötzlich auf den zweiten Platz vorgestoßen und konnte wieder ein Wort um die Meisterschaft mitreden. Hier das Aus von Herbie Kaller. Hervorragende Leistung der Sieger. Von links Albert Künstler, Heinrich Walzer und Johann Melchler. Vor dem zweiten Lauf der verbauten Klasse hatte es begonnen zu regnen. Und wie sich dadurch die Bahn verändert, kann man an den folgenden Bildern schön sehen. Das gesamte Rennen war mehr oder weniger eine Rutschpartie. Hier bringt Werner Maas Anton Fuchs von Geisenfeld zum Überschlag. Großen Vorteil bei diesem Lauf hatte natürlich Walter Schweiger mit seinem neuen Eigenbau. 2 BMW-Motoren mit insgesamt 350 PS treiben alle 3 Achsen an. Dabei sind die 2 vorderen Achsen lenkbar. Walter, der bei der üblichen Startkarambolage viel Boden verloren hatte, holte Runde für Runde auf und war am Ende Zweiter. Hier muss wieder einmal Johann Sachsenhauser vor den Tagesdrang laufen. Der Meisterschaftslauf der Damen. Vorneweg mit der Startnummer 1536 Elisabeth Schmidt, die hatte am Samstag die Trainingsbestzeit der Damen gefahren. Mit dabei Petra Lermer und Christine Bucher. Als Gegner waren in diesem Lauf in den weiß-schwarzen Autos
Die Damen der Schäders aus Ingolstadt, im letzten Jahr immerhin auf Platz 3 der Meisterschaft. Elisabeth Schmidt konnte sich trotz dieses Drehers durchsetzen und diesen Lauf gewinnen. In der Mannschaftsmeisterschaft bedeutete dies 10 Punkte Vorsprung vor den Schäders. Hier ein Lauf des Rahmenprogramms. Da wir bei jedem Rennen mit ca. 20 bis 22 Fahrzeugen an den Start gehen, nehmen außer den 5 Meisterschaftsfahrern in der unverbauten Klasse auch noch 7 bis 8 Fahrer im Rahmenprogramm teil. In diesem Lauf Nummer 88 Safa Gerl und Nummer 76 Johann Judemann. Der Endlauf der verbauten Klasse. Walter Schweiger, der wieder in die Startkarambolage verwickelt war, hatte bei diesem Lauf mit seinem Dreiachser keine Chance mehr. Nummer 372 Konrad Steiger. Er wird hier im Crashverbot von Josef Moser Senior unsanft gebremst. Crashverbot wird von den Sportkommissaren an gefährlichen Stellen, meistens Spitzkern, angeordnet und bei Nichtbefolgen mit Disqualifikation bestraft. Herbert Maus konnte bei diesem Lauf noch den 3. Platz belegen. Der Endlauf in der unverbauten Klasse, vorneweg wieder Heinrich Walzer. Heinrich Walzer führte bis in die 5. Runde, fiel dann aber in Führung links aus. Für die deutsche Meisterschaft, zu der der Endlauf ja gewertet wird, konnte er keine zusätzlichen Punkte erreichen. Ebenfalls für den Endlauf qualifiziert hatte sich Brigitte Haller. Aber auch sie erreichte keinen der vorderen Plätze. Unser Ass in diesem Jahr, Heinrich Walzer. Albert Günthal, ebenfalls für die Meisterschaft nominiert, musste am Samstag nach dem Training noch seine Kopfdichtung auswechseln. Als Zuschauerin dabei Maria Kagerer, die dieses Jahr leider pausierte. Hier unser Fotograf Kotscha. Und immer von Neugierigen umlagert unsere Eigenbauten. Besonderes Interesse galt natürlich dem Dreiachser von Walter Schweiger. Walter Schweiger mit 2 Motoren, Werner Maus mit einem Einspritzer und Herbert Maus wieder mit 2 Motoren. Walter auf der Fahrt zur Trainingsrunde. Hier bereits auf der Strecke.
führt er die drittbeste Trainingszeit der verbauten Klasse. Ein Blick aufs Fahrerlager. Die Start Nummer 218 von den Shadows, der Löffel Die Trainingsrunde von Werner Maus. Bei ihm klappt es diesmal nicht so gut. Gleich berührt er den Wall. Er steht am Sonntag beim Rennen in der dritten Reihe. Das Rennen am Sonntag beginnt mit dem Juniorlauf. Nummer 374, Martin Schneider. Und Nummer 86 führt Feige auf Granada. Martin Schneider führt bis zur vierten Runde, fällt dann aber aus. SCC eingestellt auf BMW. SCC Grünthal auf Rennend. Start Nummer 29. Der Meisterschaftslauf in der unverbauten Klasse. Vorneweg Nummer 91 Heinrich Walzer. Dahinter Herbig Haller, Albert Pinkel, Johann Mölzl und Max Mölzl. Auch in diesem Rennen war mit den Shadows, dem veranstaltenden Team, wieder ein starker Gegner im Lauf. Gute Aktion von Albert Pinkel. Dahinter Herbig Haller. Hier lässt sich Albert Pinkel drehen. Und erwischt auch noch Johann Mölzl. Heinrich Walzer gewinnt diesen Lauf, Herbig Haller wird Zweiter. Und was keiner nach dem Rennen in Geier mit nur einem Punkt mehr gesagt hatte, unsere Mannschaft war wieder Erster in der bayerischen Meisterschaft. Und auch Heinrich Walzer setzte sich durch seinen Sieg in der Einzelwertung an die Spitze. Jawohl, einer! Die Startnummer 91, gefolgt von der Startnummer 80, der Startnummer 199, der Startnummer 270. Chefpilot Weiß. Ihm war bereits im Training sein Fahrzeug ausgefallen. Und die Sieger, Herbig Haller und Heinrich Walzer. So, darf ich nochmal den Zieleinlauf in der richtigen Reihenfolge bekannt geben. Gewonnen hat den Lauf 9. Platz 4, die Startnummer 445, Weiß Alfred vom Team Schwarz-Stetten. Und Platz 5, die Startnummer 275. Nach so einem harten Kampf, das schmeckt's wieder. Meisterschaftslauf in der verbauten Klasse. Vorneweg Nummer 87 Herbert Maas. So, der Start für den Lauf 13, Punktelauf zur Bayerischen Meisterschaft der verbauten Klasse hat wieder immer frei geklappt. Es sind unterwegs mit der 478, Lewandowski, Frank. Nach 3 Runden Herbert Maas Erster, dann 2 Paulis, dann Konrad Zweiter, Vierter und Werner Maas Fünfter.
Nummer 101 Josef Moser von den Tages gibt auf. Ist unterwegs in ihrem silbernen Fahrzeug. Vereinsfarbe. Bitte ans Fahrerlager, bitte den Lauf 16 bereitstellen. Hier schaltet Wernermaß den gefährlichsten Fahrer der Tages, die Nummer 107, Johann Sachsenhauser aus. 178 zurück. Herbert Maus gewinnt diesen Lauf und Konrad Schweiger wird Zweiter. In der Mannschaftswertung führen unsere Fahrer damit mit 30 Punkten vor den Tages mit 8. Und auch in der Einzelwertung führt Herbert Maus. Das Lauf der Damen. Elisabeth Schmidt vor Brigitte Haller. Und als Dritte Christine Bucher. Ja, das war ein klar gelungener Start und gleich vorneweg hat sich abgesetzt die Startnummer 212, Wagner Ingrid von den Lokalmatador von den Shadows. Elisabeth Schmidt gewinnt diesen Lauf, Brigitte Haller wurde Zweite. In der Mannschaftswertung betrug der Vorsprung unserer Damen bereits 12 Punkte auf den Zweitplatzierten, den Shadows aus Ingolstadt. Nummer 80 Brigitte Haller. So, der Zwischenstand nach 5 gefahrenen Runden ist für die Startnummer 1536, der 304 und der 207. Walter Schweig bei der Startkarambolage der verbauten Klasse oben auf. Vorneweg Nummer 87 Herbert Maus. Dahinter Werner Maus und Konrad Schweiger. Und Walter Schweiger. Bis ins Ziel änderte sich diese Reihenfolge nicht mehr recht viel. Herbert Maus wurde Erster, Werner Maus Zweiter, Konrad Schweiger Dritter und Walter Schweiger Vierter. Das ist der totale Erfolg also für unsere Fahrer. Am Programm Nummer 76 Johann Judimann und Nummer 88 Sauber Gerl. 22, Lauf 22 im Fahrerlager bereitstellen. Lauf 22 bitte bereitstellen. So, der Start erfolgte für den Lauf 20. Das Gut gemacht, Hans. Mit einer guten Leistung während des gesamten Rennens belegte Johann Judimann am Ende Platz 2. Endlauf in der verbauten Klasse. Wie vom Start weg, so war auch der Zieleinlauf. Erster war Konrad Schweiger, zweiter Herbert Maus, dritter Werner Maus und vierter Walter Schweiger. Aufstellung zum Endlauf der unverbauten Klasse. Vorne Nummer 91 Heinrich Walzer, Nummer 76 Johann Judimann, Nummer 80 Herwig Haller und Nummer 800 Brigitte Haller. Die Sieger der verbauten Klasse auf der Ehrenrunde. Strecke bleibt gesperrt. Start frei zum Endlauf in der unverbauten Klasse. Führung die Nummer 47, Gerhard Watt vom CD Geimersheim, amtierender bayerischer Meister. Dahinter Heinrich Walzer und dahinter Gerald Kramer, genannt Komeni, auf einem Audi 200 Turbo, der folgt von Herwig Haller. Aufgepasst, Tiefbieger von rechts. Die ersten 4 lieferten sich bis zum Ende packende Kämpfe. Im Ziel hatte aber Heinrich Walzer die Nase vorn und Herwig Haller wurde Dritter. In der Mannschaftswertung zur deutschen Meisterschaft war der Abstand zum führenden CD Geimersheim hier in den weißen Autos auch ein bisschen kleiner geworden. Herwig
Halle und Heinrich Walzer bei der Siegerehrung. I turn away from you. Some girls will